sind heute bei einem großen Kunden, ein großer Milchviehbetrieb, der natürlich gutes Futter für seine Tiere braucht, um viel Milch zu melken. Und wir häckseln heute hier Ackerfutter, erster Schnitt, das erste im Frühjahr sozusagen, das erste Mal Futter machen. Und das ist ganz entscheidend für den Kunden, dass der dann auch richtig Milch melken kann in diesem Jahr. Wir sind heute zusammen mit dem Kunden im Einsatz, seine Maschinen und unsere Maschinen, eine zusammengewürfelte Kolonne, dass er seine Maschinen auslasten kann und trotzdem alles abgedeckt kriegt. Das ist eigentlich eine optimale Geschichte. Da arbeiten wir auch gut zusammen, können wir ganz individuell abbilden, so wie das vom Kunden gewünscht ist. Wir haben hier vom Mähwerk bis zum Häckselwagen alles im Einsatz bei uns. Einmal 9800i John Deere Häcksler, ein großer Häcksler, der richtig Leistung hat und richtig Hektar schruppen kann. Und dann von Fendt 936, 942, TX 65 GT Häckselwagen, alles was wir so brauchen für die erfolgreiche Bergung des Futters. Also wir können ganze Häckselketten machen, das ist vornehmlich für die Betriebe, die dann die Strategie fahren, in keine Technik zu investieren. Oder wir machen Teilleistungen, wenn der Kunde Trecker hat oder Mähwerk oder Walztrecker, dann machen wir eben die Arbeiten, die er nicht abdecken kann, als gemischte Kolonne. Beides ist möglich, beides geht, beides macht Spaß. Dann müssen alle in der Kolonne natürlich ihre Maschine perfekt darauf einstellen. Das Mähwerk darf nicht zu tief mähen, um den Dreck nicht ins Futter zu kriegen. Genauso beim Schwader. Die Stoppelhöhe ist ja durchs Mähwerk vorgegeben und er darf dann nur oben auf der Stoppel das Futter wegnehmen und nicht die Erde noch mit einschwaden. Und dann der Häckslerfahrer, der muss seine Häckselmesser immer scharf haben, muss die Gegensteige richtig eingestellt haben, dass die Häckselqualität stimmt. Das heißt, das Futter nicht zu kurz und nicht zu lang gehäckselt ist. Das ist ganz wichtig. Da ist jeder Kunde natürlich auch individuell zu betrachten, ob er länger oder kürzer haben will. Das wird kontrolliert, auch von den Abfahrern, dass die im Silo nochmal gucken und den Kunden auch fragen, ob die Häcksellänge stimmt. Und dann muss das Futter schnell und fachgerecht ins Silo gefahren werden und eingebaut. Ich bin der Propeller, Aushilfsfahrer bei der Firma Blunk. Wir sind heute in Stäbelow, Nähe Rostock, haben Grashäckseln mit einem John Deere 9800i, 870 PS aus 24,2 Liter Hubraum, V12 Motor. Häckseln aktuell auf 12 mm Länge mit einer 42 Messertrommel. Habe 5 Abfahrer dabei, auf dem Silo sind 2 Mann. Und ja, so schaffen wir heute ganz gut was weg. 230 Hektar sind gesamt zu machen. Wir hoffen mal, dass wir heute so an die 120, 130 Hektar wegkriegen. Und morgen dann den Rest, weil es soll Gewitter gehen.
Die Herausforderungen hierbei sind, da wir für einen Milchviehbetrieb wechseln, da ist die Futterqualität unheimlich wichtig. Zeitgleich müssen wir auch die Maschine voll auslasten, weil wir, wie gesagt, etwas unter Zeitdruck stehen. Und dann ausmacht, guter Fahrer zu sein, fängt tatsächlich gar nicht beim Fahren an, sondern am Tag vorher, wenn man die Maschine vorbereitet, alles nochmal durchguckt, abschmieren. Man muss die Maschine beherrschen, sowohl auf der Straße als auch im Feld. Da ist es nicht einfach das stumpfe Fahren, sondern wie stelle ich die Maschine richtig ein. Und wie gesagt, die Wartung. Multitasking ist ein absolutes Muss, gerade wenn man auf dem Wechsel sitzt. Du musst komplett aufs Schreibtisch, dass du den Wagen triffst, du musst mit deinen Abfahrern kommunizieren. Du musst die Maschine immer am besten unter Volllast halten für maximale Effizienz. Du musst am Ende auch nicht nur Ahnung von der Maschine haben, gerade wenn wir bei Milchviehbetrieb sind. Die Futterqualität muss stimmen, da muss man irgendwo auch darauf achten, was man da tut. Wenn man sieht, dass irgendwo viel Erde oder Schmutz auch mit drin ist, dass man das nicht mit auf den Wagen haut. Und diese Dinger sind auch unheimlich wichtig. Wenn man das alles irgendwie unter einen Hut kriegt und nichts kaputt fährt, was natürlich auch passiert, dann kann man sagen, dass man das in Wildfahrt guter Fahrer ist. Das Beste an dem Job ist einfach die Zusammenarbeit mit den Kunden und mit den Kollegen vor allem. Wenn man da eine super Truppe hat, das macht einfach nur Spaß. Deswegen konnte ich mich von der Firma Blunk auch irgendwie nie so wirklich trennen, auch wenn ich mich vor 2 Jahren dazu entschieden habe, in den Verkauf zu gehen. Mir hat man mal gesagt, man könnte mich aus der Lohner-Szene holen, aber die Lohner-Szene niemals aus mir. Das ist einfach mein Ding, deswegen habe ich das mal gelernt und ich will mich auch nicht davon trennen komplett.